Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch diese Tasche nähen. Und zwar hat mir in letzter Zeit, wir hatten Hochzeitstag und das war eine Weihnachtsfeier und da habe ich mich schick gemacht und irgendwie fehlte mir dazu eine Tasche. Und zwar wollte ich nur eine kleine Tasche haben, also ich habe Taschen, also so Ledertaschen, aber das sind so eine Schinken. Und ich wollte irgendwie was Kleines haben, wo ich nur mein Handy wollte ich reintun, ein paar Karten, so Notfallkarten, ein bisschen Notfallbargeld und meinen Hausschlüssel, meinen Fahrradschlüssel. Und das war's. Mehr wollte ich da gar nicht reintun. Und ich hatte keine Taschen. Also ich hatte auch kleine Taschen, aber da passen heutige Handys einfach nicht mehr rein. Und da dachte ich mir, nähe ich mal eine. Und dann habe ich diese Tasche genäht. Die ist also, ich habe die Maße meines Handys genommen und ein bisschen vergrößert. Da passt also mein Handy rein. Es sind noch zwei Reißverschlusstäschchen drin, in die ich dann eben so Bargeld und ein paar Karten reintun kann. Und eben auch einen Schlüssel, dass der nicht das Handy zerkratzt. Genau, vielleicht noch ein Taschentuch oder was man so braucht, aber eben wirklich nur das Nötigste, was man braucht, wenn man mal abends weggeht. Und dafür habe ich genau diese Tasche genäht und da möchte ich euch heute mitnehmen und euch zeigen, wie ich die gemacht habe. Ich hoffe, ihr findet es spannend. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues gibt. Und wenn ihr es nachnäht, lasst es mich gerne wissen. Das fände ich sehr spannend, auch aus welchem Material. Ich habe das ja aus Kunstleder gemacht. Ich kann das aus verschiedenen Materialien machen. Ich habe jetzt hier ein Echtlederband genommen, weil ich was Zartes wollte, was Dünnes wollte. Und ich glaube nicht, dass das aus Kunstleder so halten würde. Und das hatte ich einfach noch da. Was man schon da hat, sollte man auch nutzen. Das ist ja sonst auch nicht nachhaltig. Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Freude damit. Ich habe hier so ein Kunstleder. Das ist relativ dick und fest. Also wenn das nicht so dick wäre, wie dieses hier ist, dann würde ich das nochmal verstärken mit einem Decovil 1, Light oder nicht Light, je nachdem, wie kräftig ich es stärken will. Dadurch, dass das hier so stabil und steif ist, lasse ich das so. Das werde ich nicht weiter verstärken. Ein Futter möchte ich natürlich trotzdem reinmachen. Das soll ja auch schick aussehen. Und zwar habe ich da mal sowas sehr Edles. Das glänzt richtig seidig. Ähm, Das möchte ich da gerne benutzen. Und für die Taschen, also für die Reißverschlusstaschen, werde ich das ist so ein alter, so ein Bettbezug, den habe ich mal gekauft. Den fand ich ganz hübsch. Den werde ich für das Taschenfutter benutzen. Dazu brauche ich dann natürlich noch ein Stückchen Reißverschluss, zum Beispiel einfach einen Endlosreißverschluss und einen Zipper in beliebiger Farbe. Das kann ich mir dann immer noch aussuchen, welche Farbe ich da möchte. Dann möchte ich rechts und links an der Tasche D-Ringe anbringen, um dort ein Lederband, ich habe jetzt noch so ein Lederband, das ist leider schwarz. Ich werde mal irgendwann gucken, vielleicht auf irgendeinem Markt, auf dem ich mal unterwegs bin, dass ich mir nochmal ein helles Lederband hole. Ansonsten denke ich, ist es auch in Ordnung, so eine Kontrastfarbe zu nutzen. Das ist immerhin ein Echtlederband. Ich glaube, aus dem Kunstleder so einen Streifen zu schneiden, den würde ich nicht zutrauen, dass das hält. Und das dann werde ich dann einfach um die D-Ringe rumknoten. Und dann kann ich jederzeit auch mit einem anderen Band das dann ersetzen, den Knoten wieder aufmachen und ein anderes Band benutzen. Zum Verschließen der Tasche, also ich werde eine Tasche mit Taschenklappe machen. Und zum Verschließen der Klappe werde ich einen Magnetverschluss nutzen und den entsprechend anbringen. Zur Form der Tasche dachte ich mir, ich möchte etwas bisschen längliches haben, was etwas größer ist eben als das Handy. Also das Handy soll hier gut reinpassen. Und dann eine Form, entweder ein bisschen rund oder vielleicht auch hier so spitz zulaufend. Hier ist dann der Magnetverschluss und dann vielleicht hier gerade hoch, hier so diagonal rüber und hier oben abgerundet und hier auch abgerundet und da auch. So in der Art. Und ich werde das so nähen, dass von dem Außenteil kann ich ja das als ein Stück nehmen, als ein Stoffstück. Und dann
hochklappen, zusammennähen von dem Innenstoff, von dem Futter. Genauso allerdings werde ich hier den Boden abtrennen, sodass ich also einen separaten Boden habe und hier oben dieses Teil habe, sodass ich hier im Boden das Stück zusammennähen werde. Und das hier ist dann meine Wendeöffnung, sodass die Wendeöffnung unten im Boden verschwindet für die Tasche. Und dann auch eben diese Kanten dort aufnähen, damit zusammennähen. Und dann stecke ich das beides rechts auf rechts ineinander, nähe es komplett ringsrum an dieser Kante zu. Und dann kann ich es durch diese Wendeöffnung wenden, noch die Wendeöffnung schließen. Das muss ich mir vorher überlegen, wo dieser Knopf dann hinkommt. Dann werde ich den vorher am Außenstoff diesen befestigen und am Innenstoff diesen, am Futterstoff. Und dann kann ich nämlich am Futterstoff noch hier und hier jeweils noch eine kleine Reißverschlusstasche anfügen, für die ich dann natürlich auch wieder entsprechend etwa diese Größe zweimal Taschenfutter brauche. Weil das muss die doppelte Höhe haben von was hier jetzt hier die Reißverschlusstasche ist und das hier auch. Dann muss das die doppelte Höhe haben, sodass ich dann das wie einen Beleg fertige, dann durchschiebe, verstürze und dann da den Reißverschluss von hinten aufnähe und dann das Futter zum Viereck schließe. Genau, dann gucken wir mal Größe. Also mein Handy ist etwa, also wohlwollend sage ich mal 10 cm mal 18 cm. Also mein Handy 10 mal 18 cm. Wenn das so groß wäre, würde es auf jeden Fall reinpassen. Mit der Silikonhülle, die da drum ist. Genau, dadurch muss dieser Stoff dann eben 24 cm breit sein. Und hier haben wir die 15 cm Höhe plus 1 cm sind 16 cm. Hier sind wieder 15, also sind wir bei 31. Und jetzt die Klappe, bei 5 cm könnte das anfangen. 5 cm und endet dann bei 13 cm oder so. Oder 12. Und dann hätte ich also hier 31 plus 5, dann sind wir hier bei 36. Und bei 12, hier waren wir bei 31 cm plus die 12. Dann ist diese Höhe plus nochmal 1 cm Nahtzugabe, also 13, sind wir bei 44, richtig? Also 44 cm ist dieses Stoffstück lang. Dann werde ich hier einen Zentimeter wegschneiden, dann sind wir hier also auch eher bei 37 cm. Genau. Hier waren wir bei 31. So, und das gleiche analog hier drüben, da haben wir hier also 15 cm, da dann 2 Nahtzugaben, also sind das 17 cm. Und hier wieder die 24. Hier bleibt es ja auch bei den 24, die Breite ist dann die gleiche. Und hier haben wir dann die 15 cm wieder, plus 1 sind 16 cm hier unten. Und dann sind wir hier also bei den 16. Dann sind wir hier bei den plus 6, sind wir bei 22. Hier oben, also die 16, also das musste ja plus 13 sein, also 29. Also hier von den 16 plus die 12 cm vom Ende der Taschenklappe plus 1 cm Nahtzugabe, also plus 13 sind wir bei meinen 29 cm. So, das heißt, dieses Stoffstück ist dann 24 mal 29 groß und dann muss ich die Klappe entsprechend auch abschneiden, so wie hier. Und die Innentasche, also die Reißverschlusstasche, ist dann nicht 24 breit, nicht so breit wie die Tasche, sondern ich sag mal 20.
Und in der Höhe, da habe ich ja hier zur Verfügung 15, ich muss sagen 12 cm in der Zielhöhe. Und dann also in der Höhe 24 plus Nahtzugabe 26. Und das Ganze zweimal. Gut, schauen wir mal, ob das was wird. Fangen wir an. So, 44 ist ja hier. Und 24 ist hier irgendwo. Also ich sollte schon die Kante nutzen, die ich hier schon habe. Weil so viel Platz habe ich hier nicht. Dann passt das haarscharf. Okay. Passt also hervorragend. Haarscharf ist hervorragend. So, die 44 passt hier auch. Genau, also kann ich das hier schneiden. So, hier drüben schneide ich mal auch noch die 44 cm ab. Auch wenn ich ja nachher dann da den Winkel reinschneide. Aber dann ist das schon mal soweit alles gerade und rechtwinklig. Und dann muss ich mir nicht die Sorgen machen, dass ich da nachher die falsche Seite abschneide. So. Gut, hier muss ich dann aufpassen. Hier habe ich so ein bisschen Dreck auf dem Kunstleder. Da werde ich dann nachher aufpassen, dass das ist, was da drinnen ist. Wenn ich das dann irgendwie so schneide, dass das dann die Innenseite ist. Ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch, aber wenn es nicht gerade der Deckel ist, dann ist es schon mal ganz gut. Dann hier dieses schöne Seidige. Da brauche ich 29 mal 24. Ich schneide jetzt erstmal ein bisschen großzügig zu, weil ich ja dann die Ränder noch begradige. Also 29 mal 24. Die 24 habe ich hier, da kann ich dann noch einen geraden Rand abschneiden. Und die 29 nehme ich in diese Richtung. Ein Fadenlauf ist ja so, das ist überhaupt kein bisschen dehnbar. Deswegen ist das eigentlich relativ egal, in welche Richtung ich das nehme. Es gibt natürlich eine schöne Seite, also eine rechte Seite gibt es schon. Der Fadenlauf ist normalerweise ja parallel zur Bruchkante, also in die Richtung. Das ist mir aber echt hier gerade egal, weil das eben null dehnbar ist. Also ich sehe da keinen Unterschied. Und diagonal sollte man es sicherlich nicht nehmen, aber ich glaube, ansonsten ist hier egal, wie rum ich das gerade nehme. Also schneide ich das jetzt so und dann habe ich eben hier die 24er Kante und hier dann die 29er Kante. So, dann nehmen wir das. Und dann fehlt noch das war jetzt das Stück. Jetzt fehlt noch dieses hier, also 17 mal 24. Also, dann habe ich jetzt hier ein Kunstleder. Das ist dieses Stück und das ist dieses Stück. Und das hier ist der überlappende Zentimeter. Und hier oben kommt dann noch der Winkel rein. Da habe ich gesagt, das hier soll bei 5 cm sein und das hier soll bei 12 cm sein, die Spitze. Und deshalb ist dazwischen sind ja 7 cm Platz. Also muss ich hier von oben entfernt 7 cm. Ich habe hier mein Raster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ist hier soll die Spitze rauskommen und hier drüben auch. So. Und die Mitte ist hier. So. Und dann sage ich mal vielleicht 2 cm, 1 cm nach rechts und links. Naja, 2, vielleicht so. Würde ich erstmal hier was einzeichnen, ganz vorsichtig. So. So. Und dann würde ich hier das rund auslaufen lassen. Hier so rund ankommt. Hier drüben eben auch. So, und hier auch. Auch.
So. So in der Art würde ich das machen und das. So, jetzt wollte ich hier, dass das die Klappenseite ist. Müsste ich das hier auflegen. Und dann vielleicht mit ein paar Klammern an den Ecken festmachen. So, und jetzt kann ich im Prinzip ja hier lang schneiden. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob diese Rundung hier die gleiche ist, könnte ich das natürlich nochmal falten und dann erst vorschneiden. Aber ich glaube, ich schneide das lieber in einem Rutsch um. Und so exakt an der Linie lang komme ich wahrscheinlich mit dem Rollschneider sowieso nicht. Deswegen vertraue ich hier auf mein Handmaß. Und wie gesagt, wenn euer Kunstleder nicht so wahnsinnig dick ist wie dieses hier, dann würde ich es am besten nochmal verstärken. Ne, mit so einer richtig schönen Dekouville oder eben einer Flieseline. Ganz nach Belieben, wie dick auch immer und stabil auch immer das werden soll. Da seid ihr ganz frei in eurer Entscheidung. So, ich habe hier in meiner Sammlung noch 2 Reißverschlüsse gefunden. Die sind etwas zu lang, aber die lassen sich ja gut kürzen. Das waren wahrscheinlich auch mal Endlosreißverschlüsse. Irgendwo aus irgendeiner anderen Tasche rausgeschnitten. Genau, dann benutze ich die. Und dann brauche ich hier von meinen Stoffeln brauche ich noch 20 mal 26. Ich glaube, das wird knapp. Na doch, geht. Sehr schön. Man darf auch mal Glück haben, ne? So, die sind ja dann hochkant. Die kommen dann so da rein. Der eine hier drüben, ist dann so die Tasche. Und der andere hier drüben, ist dann so da drin. Und dann ist hier eben der eine Reißverschluss und hier der andere. So, dann brauche ich noch, genau, die Verschlüsse tue ich dann einfach da rein an die Stelle. Dann brauche ich ja noch für die D-Ringe noch Laschen. Da brauche ich auch wieder, dann nehme ich mal auch wieder hier das Edle. Meine D-Ringe sind innen, naja, so 1,5 Zentimeter. Und das brauche ich doppelt, um es jeweils nach innen einzuschlagen zur Mitte. Brauche ich es doppelt, also brauche ich 3 Zentimeter. Der Streifen soll also 3 Zentimeter breit sein. Und in der Länge, ich muss ihn ja dann halbieren und einnähen. 1 Zentimeter wird er mit eingenäht. Und dann, sage ich mal, 5 Zentimeter. Dann ragt der so eben 2 Zentimeter raus. Und dann hängt das da oben drin. Genau, also 5 mal 3 Zentimeter und das Ganze zweimal. So, also dann, ja, das hier ist das Glänzende, das ist dann außen. Das bügele ich dann nachher so zur Mitte. Und dann kommt das da durch. Und wird dann so eingenäht. Und zwar an der vorderen, also hier quasi, an der Stelle und an der Stelle. Und das ist dann tendenziell etwas zu weit nach vorne, statt symmetrisch in der Mitte. Aber hinten ist eben die Taschenklappe. Also anders geht es eben nicht, ne? Also kommt das dann nachher direkt vor die Klappe beim Zusammennähen. Das kommt dann zwischen die beiden Schichten, wenn ich die Innen- und Außentasche sozusagen fertig habe und die beiden ineinander stecke und rechts auf rechts zusammennähe, kommt an dem Schritt, kommt das dazwischen. So, in diesem Zustand. Und auch wieder die beiden Kanten zur Mitte falten, ganz grob zur Mitte. Es muss ja nicht die exakte Mitte sein, weil Hauptsache die beiden Kanten treffen sich. Dann hat es auf jeden Fall die richtige Zielbreite.
Die Reißverschlüsse kann ich später noch kürzen, wenn ich die Belegfenster sozusagen habe. Dann mache ich erstmal die Taschen. Ich fange mal mit dieser Seite an. Da sollte, ich sag mal, 2 cm von der oberen Kante entfernt. Auf 1 cm wird es ja dann noch zusammengenäht mit dieser Kante. Also dann rechts auf rechts, aber jedenfalls hier bei 1 cm wird es hier dann zusammengenäht. Und dann will ich noch einen Zentimeter Platz haben bis zur Kante von dem Fensterchen. Also der ist jetzt etwas über 2 cm breit. Dann plane ich das Fenster auf 1,5 cm Breite und dann nähe ich den Reißverschluss ins fertige Fenster dahinter. Und ich gehe davon aus, dass das Fenster ja niemals größer werden wird als die Nahtlinie, sondern kommt ja eher Stoff noch ein bisschen rein. Also plane ich das auf 1,5 cm Größe. Also auf 2 cm von dieser Kante entfernt soll dann die obere Fensterkante landen. So. Dann soll das Fensterchen 1,5 cm breit sein, also 1,5 cm darunter nochmal ein Strich. Und dann will ich vom Rand her auch 2 cm Platz haben, weil ich ja genauso hier auch, dann auf 1 cm wird das ganze Ding ja geschlossen. Ja, das ganze Fensterchen wird dann ja so zusammengenäht. Und dann will ich auch nochmal Platz zum Agieren haben, also 2 cm auch hier. Von der Kante und von der Kante. So, das ist das Fenster, was ich da außen ausschneide. Und das will ich genauso auch auf diesem hier haben. Also das kommt auf jeden Fall rechts auf diesen Stoff. Horizontal kommt der mittig da drauf. Und dann muss ich von hier, der wird ja dann hier auch auf 1 cm genäht, und dass mir das da nicht reinflappt, lasse ich da oben auch 1 cm Platz. Also hier oben will ich 1 cm Platz haben. Das ist hier diese grüne Linie da oben. Die Oberkante der grünen Linie, dann kann ich das hier anlegen. Und das war ja 24 cm breit. Mitte ist also 12 cm. Das hier war 20 cm breit, also 2 cm zum Randplatz. So, also an das Lineal anlegen. 2 cm nach rechts und 2 cm nach links Platz. So, und das stecke ich mir jetzt einmal mit Nadeln. Im Kunststoff stecke ich nichts mit Nadeln, aber hier im Kunstleder. Aber hier habe ich ja Webstoff auf Webstoff. Da geht das. Und vor allem flutschigen Webstoff. So, und dann werde ich dieses Fensterchen einmal ringsrum nähen. Also auf diesem gemalten einmal lang nähen. Ich glaube, das stecke ich mir hier nochmal ein bisschen dichter dran, dass es nicht wegflutscht. So, das nähe ich wirklich auf dieser gemalten Linie entlang, einmal ringsrum das Rechteck. Und dann schneide ich es im 3/4 Zentimeter da auf und in die Kanten rein. So und so und so und so. Schneide ich es auf. Ich versuche dann beim Aufschneiden bis in die Ecke reinzuschneiden, aber nicht die Naht zu verletzen. Also so dicht wie möglich in die Ecke rein, ohne die Naht zu verletzen. Und dann stülpe ich das Ganze da durch das Loch. Dann kann man es glatt bügeln und nochmal absteppen. Und dann kommt der Reißverschluss hinter das Fensterchen, wird festgenäht und dann wird das Überstehende abgeschnitten. So, das ist diese Seite. Und das gleiche nochmal hier drüben. Allerdings müssen wir hier dann natürlich gucken, auf welche Höhe wir das machen. Das liegt hier gerade falsch rum. So, das ist rechts, das ist die rechte Seite. Hier malen wir uns erstmal genau das gleiche nochmal an. Also auch wieder 2 cm von oben entfernt. Erstmal die erste Linie. Dann 1,5 cm davon entfernt.
zweite Linie. 2 cm von der Seite entfernt. Diese Linie. 2 cm davon entfernt. Diese Linie. Und dann 1/3 Zentimeter. Die Mitte dazwischen sozusagen, einmal eine horizontale Linie. Es muss auch wieder nicht exakt sein, diese Mittellinie, aber so, dass es grob hinkommt. Also es geht nur darum, in der Mitte das aufzuschneiden, irgendwo in der Mitte. Und dann in die Ecken so nah wie möglich reinzuschneiden, ohne die Naht zu verletzen. Und dann, hier ist wieder die rechte Seite mit der rechten Seite aufeinander. Dann wieder 2 cm vom Rand entfernt, weil es ja wieder 24 cm breit ist. Das ist wieder 20 cm breit. Und dann haben wir hier nach unserem Plan, das waren ja jetzt hier die 7 cm von oben, ist diese Kante entfernt. Und davon nochmal 6 cm tiefer ist diese Kante. Das ist dann quasi die Knickkante. Die ist also bei 13 cm von der oberen Kante entfernt, ist die Knickkante. Und das wäre ja quasi wie bei der anderen, dem anderen Stück. Also, Moment, die 13 cm von oben sind 10, 11, 12, 13 sind hier. Da dann wieder 1 cm Platz lassen, auch wenn ich da dann nichts zusammennähen muss, aber einfach nur, dass die Tasche nicht bis ganz oben in den Knick kommt. Und dann kann dort das angelegt werden und mit den 2 cm Platz zum Rand. So, genau, und wenn das dann da eingenäht ist und auch wieder das auf und da mit dem Reißverschluss dahinter, dann kommt das nachher dann so da hoch und so passt das dann in die Tasche rein. Auch wenn die hier noch zugenäht wird, habe ich auch noch Platz. Also, ich habe jetzt, wie man hier auch sieht, dieses Fensterchen einmal umgenäht auf beiden Seiten und die Nadeln einfach stecken gelassen, solange die nicht dem Fuß im Weg waren. Da habe ich das Gefühl, die stören ja nicht und halten dann vielleicht den Stoff noch besser zusammen, dass da nichts verrutscht. So, dann können jetzt die Nadeln da raus. Und jetzt können wir das schon aufschneiden. Dann nehme ich jetzt meine Schere, die hat eine schöne scharfe Spitze. Knicke ich mir das hier zusammen. Ich passe auf, dass es auch wirklich aufeinander liegt, die Kanten, dass ich nicht aus Versehen das so schief habe. Und dann, wenn ich jetzt hier so reinschneide, dann schneide ich mir die Kante durch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also schön gerade aufeinander. Und dann mache ich hier einen kleinen Schnitt, sodass ich da einfach erstmal reinkomme. Und dann öffne ich das wieder. Und dann kann ich hier auf meiner vorgezeichneten Linie lang schneiden und dann ganz vorsichtig bis in die Ecke schneiden. So, soweit ich es schaffe, ohne die Naht zu verletzen. So, dann hier lang bis zur anderen Seite. Wieder bis zu dieser Ecke und dann in die Ecke rein. So, ohne die Naht zu verletzen, bis da rein. So, und das gleiche auch hier drüben. Und dann im Anschluss das da durchgestülpt. Komplett alles da durch, Stoff auf die andere Seite. Ja, und jetzt ist eben wichtig, dass die Ecken richtig schön eingeschnitten sind. Je schöner das ist, desto mehr kann sich das hier richtig rumlegen. Das soll jetzt da hinten hin und das soll sich einmal schön auf die andere Seite legen. Man kann bei bügelbarem Stoff sollte man das jetzt möglichst bügeln und bei nicht bügelbarem Stoff kann man das einfach erstmal hier schön mit den Fingern ausformen. Das bietet sich auch beim Bügeln an. Und dann kann man das hier, je nachdem, wenn man Stecknadeln benutzt, also wenn man jetzt hier zum Beispiel Kunstleder hat, dann würde man nicht mit Stecknadeln arbeiten, weil die ja dann Löcher hinterlassen. Und hier mit dem Stoff kann man Klammern nehmen oder eben
Nadeln und dann richtig schön ausformen, dass es hier eine richtig schön quasi scharfe Kante gibt. Ja, und dann sich so langsam da rumarbeiten. So, also gut gesteckt ist halb gebügelt und gut gebügelt ist halb genäht. Deswegen werde ich das jetzt noch bügeln, weil es mir dann auch unter der Nähmaschine nicht wieder rausflappt. Und dann, was man als nächstes macht, ist hier einmal knapp kantig ringsrum im möglichst gleichbleibenden Abstand mit einer zarten Farbe, also zum Beispiel hier jetzt weiß in dem Fall, dass es eben nicht aufträgt, einmal ringsrum abstecken. Wer möchte, kann im gleichen Zuge beim Plattnähen auch schon den Reißverschluss dahinter nähen. Das hätte den Vorteil, dass man nur eine einzige Naht hat, die man dann von oben sieht. Das ist dann ein besonders schöner Abschluss. Wenn man sich das nicht zutraut, könnte man es eben auch erst einmal absteppen und dann im zweiten Schritt den Reißverschluss dahinter nähen und versuchen, die gleiche Naht wieder zu erwischen. Oder dann vielleicht nochmal parallel zu der Naht, die mit einer Naht, also nochmal knappkantig daneben, den festzunähen. Ich werde das jetzt erstmal bügeln und auch hier drüben erstmal aufschneiden und wenden und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ich habe das jetzt umgebügelt und zwar habe ich mich bemüht, dass die Kante so gebügelt ist, dass man den Futterstoff nicht sieht. Also, dass der hier nicht so vorblitzt, ne, sondern dass ich den versucht habe, möglichst nach hinten zu rollen und dann so zu bügeln. Bei der Gelegenheit habe ich auch diese zwei Benzel nochmal nachgebügelt. Ich habe das ganz vorsichtig gemacht, weil das ein 100% Polyesterstoff ist. Da habe ich lieber nur auf Punkt 1 gebügelt. Sonst wären das sicherlich noch härtere Kanten hier, aber ich habe mich nicht getraut, nicht, dass das dann schmilzt. So, und jetzt werde ich versuchen, in einem Rutsch das Ganze mit dem Reißverschluss zusammenzunähen. Dafür drehe ich mir das um auf die Innenseite und lege den Reißverschluss hier von hinten an. Ich werde den gleich noch ein Stückchen öffnen, um das überhaupt nähen zu können. Aber zum Feststecken will ich das erstmal so weit wie möglich zu haben. Also der kommt auf diese Seite. Jetzt gucke ich von vorne, dass der schön in der Mitte liegt. Ich werde dabei hier, ich habe ja Spielraum, wie weit das Ding aufklafft und nicht. Und ich werde es versuchen, möglichst schmal zu halten, dass es eben, dass ich noch genug Platz zum Nähen habe. Erstmal fixiere ich mir hier den Reißverschluss in der Mitte. Genauso wie hier oben auch erstmal. Den werde ich dann gleich wieder öffnen, dass der Zipper wieder reinkommt. Aber dass das erstmal schön mittig liegt hier. Wenn ihr jetzt einen Endlosreißverschluss hättet, würdet ihr das ganz genauso machen. Also erstmal den Zipper aufziehen. Und so stelle ich jetzt sicher, dass da, wo die Nadeln gesteckt sind, auch auf jeden Fall der Reißverschluss mitgegriffen wird. Und ich glaube, die Kante habe ich jetzt ein bisschen sehr dicht dran gemacht. Die mache ich nochmal neu. Jetzt wird mir das Loch hier zu klein. Das zieht ja nachher an meinem Gesamtkonstrukt von Tasche. So, gucken wir mal von hinten. Ja, ist alles drauf. Jetzt den Zipper. Ich mache jetzt hier nochmal auf. Schiebe mir den Zipper hier auf. Jetzt wieder zu. Dann schiebe ich das wieder so zusammen und stecke mir hier mittig wieder eine Nadel rein, dass der Reißverschluss wieder zusammengehalten wird. So. Und dann werde ich nachher hier irgendwo anfangen, dann erstmal so rumnähen. So, und dann muss ich nur einmal den Zipper darüber ziehen, um dann fertig rumzunähen. So, das nähe ich dann jetzt einmal knappkantig ringsrum fest und dann sehen wir uns wieder. So, also ich habe die jetzt an einem Rutsch einmal ringsrum festgenäht. Also das ist schon sehr knappkantig geworden. Finde ich schon ziemlich cool. Von hinten sieht man, wo da das Viereck ist. Und hier genauso. Hier bin ich ein bisschen auseinandergerutscht. Hier nach dem Öffnen habe ich es nicht so gut festgehalten. Hier hatte ich mir dann nochmal eine zweite Nadel hier weiter hinten gesteckt, sodass, als ich das dann geöffnet habe und dann hier drüber genäht habe, hatte ich hier noch die Nadel, die mir das dann so festgehalten hat, sodass mir das nicht ganz so weit auseinandergerutscht ist hier. Man könnte sonst auch vorm Nähen die beiden mit ein paar Handstichen zusammennähen, dass die auch nicht auseinanderrutschen können. Das hätte ich noch machen können. So, und jetzt das hier erstmal zurückgeschnitten. Ich habe hier eine andere Schere, das ist nicht meine Stoffschere.
Das war mal eine Stoffschere, dann wurde die mir zu stumpf, dann habe ich mir eine neue geholt. Das ist jetzt meine, ich weiß nicht, womit ich sonst schneiden soll, Schere. Ich habe noch eine Papierschere und das ist meine irgendwas dazwischen Schere. Muss man natürlich aufpassen, dass man auch hier nicht irgendwie in den Stoff schneidet. Genauso. Ich habe auch hier bei diesen Stellen, hier, dieses und dieses, dreimal hin und zurück. Ne? Also vor, zurück, vor. Einfach, dass das ein bisschen besser gesichert ist noch. So, und jetzt bei beiden identisch wird das hier hochgeklappt. Das kann man sich dann auch nochmal ein bisschen zusammenstecken. Und dann wird das so hier ringsrum einmal zusammengenäht. Und dann kann man das gerne mit der Overlock noch versäubern, einmal ringsrum oder mit einem Zickzackstich. Ansonsten bleibt die Naht offen, da wird nichts verstürzt, weil ja nachher das sowieso das Innenstück ist zu diesem. Und diese Kante ist nachher nicht mehr, also da kommt man nicht mehr ran. Ne? Man kommt hier noch rein, das ist ja dann aber hier die zugenähte Kante. Und ansonsten ist es keine Kante, die man mehr sieht. Dennoch ist Versäubern sicherlich nicht verkehrt, weil sonst hat man nur diese eine einzige Naht, an der die ganze Last hängt. Also man könnte auch einfach zwei parallele, einfache Gradnähte machen, wenn man jetzt nicht dafür die Overlock auspacken will. Also ich habe das jetzt hier mit der Overlock bearbeitet. Einmal die Taschen ringsrum. Beim Zusammennähen und beim Overlocken habe ich natürlich aufgepasst, dass ich hier keinen weiteren Stoff erwische. Ne? Also wirklich nur die Tasche, den Reißverschlussfach an Reißverschlussfach. Genau das gleiche hier drüben. Auch, ne? Dass ich da nicht den weißen Stoff mit erwischt habe. Sowohl beim Nähen als auch beim Overlocken. Hier habe ich eben auch ringsrum einmal geoverlockt. Das hat sich hier erst ganz schön gewellt und dann habe ich es ein bisschen sanft gebügelt und oft werden solche Nähte durchs Bügeln nochmal entspannter. Also wenn da irgendwie was ein bisschen komisch auf Spannung wirkt, einfach mal drüber bügeln, das hilft oft. So, und dann, um jetzt aus diesen zwei Stücken eine Innentasche zu machen, lege ich das hier rechts auf rechts. So, und hefte mir das hier zusammen. Auch hier drüben. Gucken, dass die Nähte schön aufeinander liegen, die Kanten. Und dann werde ich hier ein paar Zentimeter zusammennehmen. Diese Kante soll ja dann trotzdem, obwohl sie nicht geschlossen ist, nur indem ich so dran ziehe, soll die sich dann so ein bisschen da so rumlegen. Und da muss es schon eine Andeutung einer Gerade geben dazwischen. Also ich kann natürlich auch hier gucken, wo so der Zentimeter ist. Aber genau, also ich würde mal hier 4 Zentimeter zusammennähen auf jeder Seite. Das ist dann so, Quatsch habe ich ja hier, etwa bis hier. Und hier auch etwa bis hier. So. Und dann nähe ich hier rum. Hier hoch bis, ja, hier bis 1 Zentimeter vor dem Ende. Etwa. Und hier auch 1 Zentimeter vor dem Ende. Und dieser 1 Zentimeter, den brauche ich dann, um das Ganze an dem Außenstoff festzunähen. Und dann nähe ich also hier runter und hier rüber. Und hier rüber und hier hoch. Und hier genauso. Da brauche ich im Prinzip auch an dieser Stelle, wenn ich das hier genau aufeinander lege, muss ich das an dieser Stelle knicken, also 1 Zentimeter höher, weil hier ist ja keine Wendeöffnung. Ne? 15 Zentimeter plus diesen 1 Zentimeter, also 16 Zentimeter müssten das dann hoch sein. 10, 15, 16. 16 ist da. Genau, also hier und hier drüben auch 16. So, da ist 15, 15, 16 ist da. Hier, flupp, da und da. So. So, hier
werde ich dann einfach hier nach unten nähen, 1 cm und hier 1 cm nach unten. Auch wieder 1 cm von oben, von der oberen Kante entfernt losnähen und dann aber bis ganz nach unten. So, jetzt habe ich das hier abgenäht und hier runter abgenäht. So, jetzt schneide ich hier wieder bis diese Ecke weg, ohne diese Naht zu verletzen. So, hier drüben ist natürlich jetzt ungünstig, dass da diese Overlock-Naht ist. Übrigens vorhin beim Overlocken, ich habe aufgepasst, dass ich keinen Stoff wegschneide, sondern wenn dann diese überstehenden Fransen, weil der Stoff, der war ja auf Maß geschnitten und dass ich da nicht was wegschneide, was dann später gebraucht wird. Hier überlege ich gerade, ich glaube, ich lasse das so. Normalerweise würde ich hier jetzt auch eben die Ecke wegschneiden, dass es sich schön ausformen kann. Andererseits ist das ja jetzt kein wahnsinnig dicker Stoff. So, was kommt jetzt? Das kommt dann gleich hier rein. Flup, flup. Das ist ja die Wendeöffnung. Die muss ich erstmal noch offen lassen. Da kommt dann nachher die ganze Tasche durch. Die kommt hier rein. Und dann muss ich das gleich ringsrum feststecken. So. Und dann nähe ich diese Kante und dann hier rum diese Kante zu und wende dann die ganze Tasche durch diese Wendeöffnung. Vorher muss ich ja allerdings noch das alles reinsetzen. Also meinen Riemen noch nicht, den knote ich dann nachher fest. Aber das hier. Das heißt, diese hier setze ich dann gleich hier zwischen, also so eng wie möglich in die Kante rein. Hier und hier drüben auch. So, dazwischen, zwischen die Lagen, sodass das zwischen dem Futterstoff und dem Taschenstoff sitzt. Vorher überlege ich mir aber, wo der Verschluss sitzen soll. Der hier. Das funktioniert so, das ist ein Magnetverschluss. Der wird umgebogen und da werden Schlitze gemacht, wo diese zwei Piekserchen dann durchkommen. Und dann kommt das da drauf, dass es nicht ausreißt und dann wird es umgebogen. Das heißt, ich muss mir dann diese länglichen Löcher hier markieren, da wo die Verschlüsse hin sollen. Also muss ich erstmal gucken, wo die hin sollen. Das ist ja dann hier. Und ich brauche auf dem Futterstoff brauche ich die Seite und auf dem Außenstoff diese Seite. Ja. Überlege ich jetzt mal, wenn da ein bisschen was drin ist, also es wird ja nicht zu voll, da kommt ein Handy rein, die wichtigsten, nötigsten Karten und ein bisschen Notbargeld, Notgroschen und der Haustürschlüssel, Fahrradschlüssel, sowas. Also leer ist es ja nicht, leer wäre es so. Und dann mache ich es vielleicht ein bisschen höher, vielleicht hier so. Den würde ich also auf jeden Fall schon mal da, wo es einfach gut aussieht, hinmachen. Vielleicht so. Ich male das jetzt hier auf die linke Seite vom Stoff. Ich gucke, dass das halbwegs mittig ist und einen ganz netten optischen Abstand gibt von der Kante. Ich nähe ja gleich noch auf 1 cm, nähe ich das noch zusammen und davon sollte es dann schon noch ein bisschen entfernt sein, dass ich da erstens überhaupt noch nähen kann, wenn da gleich der Metallverschluss dran ist. Ich werde hier die flachere Seite auf die Seite tun, dass es hier nicht so dick wird. Und die dicke Seite dann an die Stelle. So, das heißt, das könnte ich im Prinzip auch schon mal festmachen. Da nehme ich mir einen Nahttrenner und trenne ganz vorsichtig hier das angezeichnete, ich piekse hier in der Ecke ein und schneide jetzt sehr, sehr langsam mit Gefühl. Ja. Man kann sich auch, wenn man Angst hat, zu weit zu schneiden, kann man sich hier eine Nadel quer pieksen, weil dann kann die Schneidekante kann dann nicht weiter als das. Und dann kann ich bis daran
nähen. Aufpassen, dass hier hinten der Piekser nicht wieder durchkommt. So. Hier drüben auch wieder. Da eine Nadel rein. Mit meinem Piekser starten. Bis an die Nadel ranschneiden. Und dann gucke ich mal, ob es schon durchgeht. Ich will ja dann, das hier ist die rechte Seite. Auf der muss dann also mein Magnetteil sitzen. So, und dann schiebe ich das da durch. Dann kommt das da drauf. Richtig schön dran drücken. Und festmachen. Man könnte, wenn man meint, dass die Last zu groß ist, könnte man da noch ein Stück Flieseline oder einfach ein zweites Stück Stoff noch mit dahinter machen. Vielleicht auch nicht verkehrt. Irgendein Reststück von irgendwas. Zum Beispiel einfach den gleichen Stoff nochmal. Ich habe hier von den Ecken, habe ich ja hier das abgeschnittene. Schneide ich mir einfach mal ein Viereck aus. Vielleicht sogar doppellagig. Ich muss das ja auch nicht festbügeln. Hauptsache, das nimmt ein bisschen den Druck weg. So, dann biege ich das hier nochmal auf. So. Dann mache ich mache die beiden in 2 Schritten, einfach, dass da nichts verrutscht. Ob jetzt hier rechts oder links oben ist, ist ja egal. Ich habe jetzt links oben. Ja, völlig egal in dem Fall. So, dann kommt hier die Scheibe drauf. So, und dann biege ich das um und das um. So, und dann drücken diese Piekserchen auch nicht mehr ganz so stark nach vorne durch. Hier kann ich jetzt, um da gleich besser nähen zu können, kann ich das jetzt hier noch kürzen. Dann haben wir das. Dann, also so wäre ganz zu, ganz rumgeklappt und jetzt ein bisschen zurück. Vielleicht da so. Und dann gucke ich mal, wo das so landet. Dort in etwa. So, dann gucke ich nochmal, dass das auch in der Mitte ist. Dazu, das sind 22, also bei 11 cm sollte die Mitte sein. Also dort. Von welcher Seite, ob ich von der rechten oder linken Seite hier die Löcher mache, ist ja egal. Hauptsache, ich habe dann nachher den Magnetverschluss auf der richtigen Seite. Ich piekse jetzt hier einfach so weit durch. Ich will ja mit der Nadel in meinem Kunstleder keine unnötigen Löcher hinterlassen. Und jetzt hinterlasse ich die Löcher quasi an den Stellen, wo mein Piekserchen sowieso rauskommt. Von daher ist das, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Dadurch, dass dieses Kunstleder jetzt so dick ist, muss ich gucken, ob, wenn ich das jetzt so schneide, ob dann die Größe des Loches reicht. So, jetzt muss ich hier von der rechten Seite wieder da durchpieksen. Ja, das war mir ein bisschen zu eng hier. So. Und dadurch, dass das Kunstleder so dick ist, reicht mir das auch, hier ohne noch eine Hinterlegung. So. Hinterlegscheibe drauf. Und umbiegen. Super. So, dann haben wir das. Und dann kann ich jetzt das hier Kante auf Kante legen. Also jetzt stecke ich diese äußere Kante fest, sodass ich die aufeinander legen kann. Da gucke ich hier, dass die Kante an Kante hier liegt und auch diese Naht auf Naht dort. Und dann muss ich ja das dazwischen fummeln. Zwar auch Kante an die Kante hier oben und möglichst dort weit bis an die Naht dran. Dann kann ich das hier wieder benutzen. Gut, dann kommt der auch hier Kante an Kante und Naht auf Naht. Und dann den D-Ring dazwischen geschoben.
So, und dann kann ich den Rest hier auch noch mit ein paar Klammern ausstatten. Das legt sich hier schon ganz schön, die vordere Kante. Ich glaube, da braucht es eigentlich gar nicht so viele. Sicher ist sicher. Erstmal oben. Hier beginnt ja diese Naht, die dann weiter nach unten geht. Dort muss ich beginnen, um hier oben rum zu nähen. Und das endet auch wieder hier an diesem Nahtanfang dort. Dort beginnt die Naht, die nach unten geht. Und von dort kommt die Naht, die dann dort endet. Und dann im zweiten Schritt nähe ich diese Naht hier vorne lang. Und die beginnt im Prinzip an der gleichen Stelle. Deswegen dachte ich erst, ich mache das in einem Rutsch, aber vielleicht ist es doch sinnvoller, es in beiden zu machen. Das ist genau die andere Seite von der gleichen Naht, auf der anderen Seite von der Nahtzugabe. Und von der geht es dann hier rum bis genau zur gleichen Stelle hier drüben. Bis an diese Stelle dort. Genau, das mache ich mal und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe, Faden abschneiden. Ich habe das jetzt hier rumgenäht. Das ging noch recht gut. Obertransport war wichtig, dass es eben nicht wieder die Lage verschiebt. Bei dem hier hatte ich erst so rum, das unter der Maschine. Und das war so eng, hier war so viel Zeug, was ich kaum unter die Nadel gekriegt habe, dass es mir das immer weggedrückt hat. Und dann hilft es, wenn man einen Freiarm hat. Ich habe es dann nochmal andersrum unter die Maschine geschoben und dann konnte ich es schön parallel anschieben. Hier sieht man, wie mir die Naht erstmal abgehauen ist. Ich habe die nicht dichter rangekriegt und als ich es dann unterm Freiarm hatte, ging es dann relativ gut hier rüber. Hier eben auch tatsächlich bis an die Ecke ran. Dort auch. Hier an den Stellen, wo der D-Ring drin ist, da und da, bin ich mehrfach drüber gegangen, dass das schön hält und nicht ausreißt. Und hier bin ich eben auch runter bis die Naht anfängt. Und auch hier drüben auch runter, bis die Naht anfängt. So, um das Ganze jetzt zu wenden, wir wollen ja, hier unten ist ja die Wendeöffnung drin, wollen wir das Ganze erstmal wieder vorbereiten. Hier sind schon die Ecken abgeschnitten, dass man das gut wenden kann. Und jetzt müssen wir hier oben an den ganzen Rundungen nochmal was einschneiden. Dann nehme ich mir wieder meine Schere mit der guten Spitze und schneide hier ein. Man könnte auch, wenn man will, so richtig Ecken rausschneiden. Vor allem, weil ich so dickes Material hier habe, ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil sich das sonst dort so wellt. Auch hier wieder aufpassen, dass man nicht die Naht verletzt. Ansonsten eben schon so dicht ran an die Naht, wie es vertretbar ist. Ob das so engmaschig hier nötig ist, weiß ich nicht, aber je enger man das macht, desto besser legt sich schon rum. Und deshalb mache ich es einfach relativ eng. Also ich habe jetzt hier pro Zentimeter, sage ich mal, so ein Eckchen raus. Im Moment der Wahrheit. Hier mit dem Daumen schön die Kante lang, dass sich das richtig schön ausformt. Wie man hier schon sieht, werde ich das Ganze nochmal absteppen wollen. Da ich auch einfach mit dem Finger rein. Ich könnte auch hier mit so einem stumpfen Bleistift so ein bisschen nachdrücken. Man will nicht mit zu spitzen Sachen pieksen, dass das nicht rauspiekst an der Ecke.
So, ich muss das natürlich nachher nochmal rausholen, weil ich dann die Wendeöffnung noch schließen muss. Ich will es erstmal alles in der finalen Form haben. Genau, hier werde ich das dann nochmal absteppen. Hier auch. Das sind dann das dann zu. Und hier kommen dann die Fenster ran. Gut, dann steppen wir das noch ab. Ich werde das jetzt nicht vorbügeln, weil ich eben hier dieses Kunstleder habe. Das würde mir wahrscheinlich schmelzen. Je nachdem, was ihr habt, könnt ihr das sicherlich auch nochmal bügeln. Wenn ihr das mit Dekobil verstärkt habt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich der Kleber wieder löst durch das erneute Bügeln. Dann wäre ich da vielleicht auch etwas vorsichtig. Ich mache das jetzt hier einfach mit Klammern. So, und bevor ich diese Kante absteppe, werde ich, glaube ich, doch lieber erstmal die Wendeöffnung schließen. Da habe ich ja jetzt hier so ein paar Zentimeter gerade und dann kann ich das jetzt hier so ein bisschen reinstülpen. Wenn man das natürlich vorher schon mit einem Zentimeter vorgebügelt hätte, würde sich das jetzt noch besser da so rumlegen. So kann ja, den Finger ein bisschen vorfalzen. Hier auch. So, und dann legen die sich schon ein bisschen aufeinander. Und dann gibt das jetzt natürlich den schönsten Abschluss, wenn man das jetzt per Hand macht mit einem Matratzenstich. Da ich da jetzt die unsichtbarste Stelle gewählt habe, da unten drin, und ich niemals vorhabe, dieses Innenfutter jemals wieder rauszustülpen, werde ich das diesmal tatsächlich mit der Maschine schließen. Normalerweise bin ich so pingelig und mache das tatsächlich auch alles per Hand. Aber es ist jetzt 21 Uhr und das ist es mir heute nicht mehr wert. Dann werde ich das jetzt mal mit der Maschine schließen und dann das absteppen und dann nochmal das hier ausformen und auch absteppen. Genauso wie ich das hier auch ausgeformt habe, hält sich dann das hier auch so rum. Und dann steppe ich da auch nochmal drüber. Ein bisschen großzügiger wahrscheinlich als hier. Das würde ja sofort darunter fallen. Also da werde ich sicherlich mit einem so 3 mm Abstand vielleicht nähen und hier auch. Gut, dann bis gleich. Also, die Tasche ist fertig. Ich habe also hier unten mit der Maschine die Wendeöffnung geschlossen und dabei habe ich die gesamte untere Kante einmal abgesteppt. Ich mag das nicht, wenn das immer nur so ein Stückchen ist, also wenn es wirklich nur die Wendeöffnung ist, sondern wenn, dann will ich, dass das schon die ganze Naht ist. Deswegen mache ich es meistens auch per Hand, weil ich es einfach nicht möchte, dass man es sehen kann, also dass man es als Wendeöffnung erkennen kann. Und gut, da unten drin kümmert es mich jetzt wirklich wenig. Das hier werde ich sicherlich noch wegradieren. Hier, genau, brauchte ich wieder den Freiarm, um da gut drunter zu kommen. Da konnte ich relativ gut von der Kante losnähen bis zu der Kante. Das war hier oben etwas schwieriger. Allerdings endet die Naht sowieso dann irgendwo und ob sie nun hier oder da endet, war mir jetzt auch egal. Deswegen habe ich jetzt dort gestartet und dort wieder geendet. Genau, den Riemen habe ich jetzt einfach mit einem einfachen Knoten hier dran. Ich habe es ein bisschen überstehen lassen, dass das nicht sofort rausrutscht.
Keine Ahnung, ob das, ich finde den ganz elegant, aber ob der gut hält und sich nicht von alleine öffnet, das weiß ich noch nicht. Da ist ja jetzt nicht viel Gewicht dran. Ja, wird sich zeigen. Vielleicht habt ihr Hinweise, lasst es mich gerne wissen, schreibt es gerne in die Kommentare, ob was da für ein Knoten geeignet wäre. Genau, dann lasst mich gerne wissen, ob ihr es nachmacht, ob ihr es auch so macht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es nachmacht, würde mich das natürlich auch interessieren. Und vielleicht könnt ihr mir auch Bilder zukommen lassen. Genau, dann lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.